Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir legen wieder oben die 2 Auswahlkarten hin. Dann schauen wir fürs Kollektiv, was für eine Info kommt. Und ich bin gespannt. Morgen am Nikolaustag mache ich ein Auswahlorakel. Ein Nikolausorakel. Okay. Dann schauen wir heute mit den Seherkarten von Sven, was der Tag so an Infos mitgibt, über was wir nachdenken können. Ja, das ist schon mal sehr spannend. Möglicherweise kannst du heute mal erkennen oder drüber nachdenken, wie viel ein guter Freund wert ist oder was Freundschaft eigentlich macht, wie bereichernd es ist. Das wäre mal die emotionale Ebene. Die andere Sache ist eben die, dass man vielleicht durch irgendjemand bereichert wird. Möglicherweise kriegst du irgendein Geschenk und du freust dich sehr. Hier geht auf jeden Fall die Schatztruhe auf. Das kann natürlich im materiellen sowie auch im emotionalen Bereich sein. Aber der Wert der Freundschaft ist wahrscheinlich so das, was die meisten überdenken können. Ich hatte es oft in meinem Leben, dass es auch jahrelange Freunde, wenn es schwierig wird oder wenn es richtig schwierig wird und du brauchst echt viel Tatkraft, dann wird es eng. Ne? Und gerade da wäre es am wichtigsten. Ja, hier haben wir eine Situation, wo man vielleicht auch reflektiert, was in der Vergangenheit, wie ich es jetzt auch gerade ausgedrückt habe, nicht so stimmig war oder wo man auch so Konflikte hatte mit dem Thema Freundschaft. Oder hier ist es ja auch ein männlicher Freund, ne? Tatkraft an sich, Vaterthemen, wo dockt das alles an? Wie bereichernd kann das alles sein? Oder wo hat es eben auch so Schattenthemen, die einen vielleicht auch manchmal hindern, die ganze Fülle anzunehmen, auch die emotionale. Hier kann es im Speziellen eine Situation sein, da hat es auch mal gerappelt und irgendwie ist gerade eine Pause da oder es geht nicht weiter, man hängt irgendwo, man kommt vielleicht auch selber mit dem Thema immer wieder an den gleichen Punkt. Hier ist es sehr schön dargestellt. Man ist sozusagen irgendwie ins Netz gegangen oder hängt irgendwo fest. Und hier zeigt sich eine Situation, die ist sehr speziell, aber es passt eigentlich zu den Anfangsworten. Möglicherweise geht es darum, wer investiert was in eine Freundschaft. Also stell dir 2 Menschen vor, die gut befreundet sind. Wo oder wann hat man das Gefühl, der eine gibt nicht das Gleiche wie ich oder ich investiere viel mehr in diese Dinge? Ja, mal die Untätigkeit, ne? Ihr wurde vielleicht nicht genug getan in der Vergangenheit. Kann natürlich auch sein, dass genau das zu einem Stillstand geführt hat. Und die große Spiegelung hier ist einfach, woher kennt man das Gefühl aus der Familienthematik raus. Hier wird man damit konfrontiert, dass man sich vielleicht in irgendeinem Bereich auf dünnem Eis bewegt. Es kann ja auch sein, dass etwas schöner aussieht, als es war oder ist. Nenne es jetzt zum Beispiel die Mogelpackung. Ja, hier ist eine Kiste drauf, die ist leer, aber der schöne Schein kommt raus. Und hier erkennt man irgendetwas. Man erkennt, dass man vielleicht nicht mehr die gleiche Wertvorstellung von irgendetwas hat. Geht jetzt natürlich auch an alle, die mit anderen zusammenarbeiten, dass sie vielleicht hier überdenken, was sie noch investieren oder wo das eben mehr Schein als Sein ist. Ja, aus der eigenen Sicht hier fühlt man sich schon allein gelassen oder getrennt von irgendwas oder
Man hat vielleicht auch das Gefühl, man muss Abschied nehmen. Vielleicht muss man hier auch Abschied nehmen vom Stillstand, ne? Dass man überhaupt mal in die Gänge kommt, dass man mutig auf jeden Fall sich stellt und auch ausspricht, wo man selber denkt, dass da irgendwo ein Stachel drin sitzt. Und man kann natürlich so tun, als würde man etwas nicht bemerken, aber das macht es ja nicht weg. Denn das ist wirklich ein Stück Arbeit an sich selber, auch diesen anderen immer so stehen zu lassen, wie er eben ist. Bewertung und so weiter ist eine schwierige Sache, denn einsteils bewertet man und denkt, ich investiere mehr als ein anderer. Die andere Sache ist, man sollte es nicht bewerten, also sucht euch was raus. Hier kommt es vielleicht auch darauf an, inwieweit beide an dem Thema arbeiten wollen. Möglicherweise, ich sage gleich das andere Szenario, ist man ja auf dem Arbeitsbereich mit jemandem verbunden, mit jemandem zusammen etwas erwirtschaftet und man ist vielleicht auch gut Freund mit dieser Person und denkt jetzt, man sollte vielleicht Beruf und Privat trennen, auch das kann hier sein. Nichtsdestotrotz haben wir hier im Haus der Hoffnung die Genesungskarte drin. Einen großen spirituellen Prozess, ne, der hier liegt, eine große Erkenntnis, eine große Erfahrung auch. Möglicherweise verbindet die zwei, die hier liegen, auch ein ganz spezielles Lernthema, das hier genesen kann für beide auf eine Art und Weise. Ja, und jetzt schaut euch das an. Wir haben hier den Magier noch als Endprodukt oder auf die längere Zeit. Und hier sind alle Möglichkeiten vorhanden, die die Situation braucht, die jeder für sich braucht, um das ganze Ding nach vorne zu bringen. Für irgendetwas ist auch die Zeit abgelaufen. Vielleicht eine gewisse Phase, also ja, eine Aufgabe wurde gelernt oder wird in die Genesung gehen. Und es geht wirklich sehr viel um das Gegenüber. Hier haben wir nur Männer in dieser Legung. Ne? Wir haben hier den Adam, den guten Freund, den Drachen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, kann es schon sein, dass man sich eben anguckt, inwieweit spiegelt mein Beziehungsrahmen, mein Freundschaftsrahmen, meine Verbindung zur Family mit dieser Situation. Die ist natürlich hier sehr speziell und der Mann ist immer auch der Gebende, der Erschaffende, der etwas tut und ja, hier ist die Untätigkeit. Also um etwas zu erreichen, muss man hier auch etwas tun, etwas investieren. Und wenn etwas schöner aussieht, als es in Wirklichkeit ist, muss man hier entsprechende Schritte gehen. Anderes Szenario kann hier sein, dass man tatsächlich mit jemandem zusammen eine gute Möglichkeit erschafft, indem man irgendetwas weglässt. Ne? Eine Sache, die man lange so gemacht hat, die nichts eingebracht hat. Okay, lassen wir es mal so stehen. Dürft ihr oben aussuchen. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme die rechte Karte. Und da haben wir die weiße Frau des Heims und das Thema Gnade. Das passt sehr schön zur Endkarte hier mit dem Magier, denn die Karte sagt eigentlich, dass jetzt eine Zeit von Leichtigkeit kommt, dass es einfacher wird, dass Genesung, Freude und Inspiration vor der Tür stehen. Mit dem Schamanen hier auch, dass man so diese geistigen Gaben erhöhen kann. Und irgendwie ist man hier in der Gnade auch gesegnet von oben, ne? Man besitzt hier sehr viel innere Größe, man muss nicht auf seine Meinung bestehen, auch wenn man weiß, dass man recht hat. Und man ist ja auch bereit, etwas fallen zu lassen, was nicht dem Großen und Ganzen entspricht. Manchmal im Leben muss man auch gnadenlos ehrlich sein, aber man kann das natürlich auch sehr diplomatisch ausdrücken.
Das wäre mal die eine Seite. Ich finde, das passt enorm gut zur Legung. Schauen wir uns die linke Seite an. Wow, 2 coole Karten. Ihr habt den Hüter des Frühlings mit dem Thema Erwachen. Hier wird auch gesagt, mach mal was, tu mal was, also bleibe nicht stehen oder mach gar nichts. Handle. Möglicherweise ist es auch eine Zeit, wo man so ein bisschen verwirrt oder durcheinander ist oder wo es unruhig um einen rum wird. Und hier wird einfach gesagt, dass man sich davon nicht aus dem Tritt bringen lassen soll. Auf der Karte ist es Frühling, das steht hier auch immer für Neuanfang, Zuwachs, Nachwuchs, Erneuerung. Und die Karte bedeutet einfach, dass man sich bereit machen soll, denn hier sind große Veränderungen am Entstehen. Man soll in Bewegung bleiben, etwas wagen und sie kündigt auch eine Zeit von einem großen Umbruch an mit einem wahnsinnig guten Endergebnis. Toll, ihr Lieben, das freut mich enorm, dass wir so eine schöne Legung haben. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.